Ich weiß nicht, warum ich immer dieses Bedürfnis habe, aber ich habe das ja schon in einem meiner letzten Videos erwähnt. Ich bin gerne ein gutes Vorbild und ich weiß selber, wie es war mit 16, als ich angefangen habe, Motorrad zu fahren. Mir ist nichts passiert, nichts Schlimmes. Ich hatte 2 kleine Unfälle, Anfängerunfälle, prozentige Anfängerfehler. Eins war ein Rutscher. Ich war mit einem Kollegen unterwegs, der konnte besser Motorrad fahren als ich. Es war trocken, so wie jetzt. Und dann hat es angefangen zu regnen. Und dann war die Straße halt schmierig dadurch. Und wir sind wohl lang gefahren, auch ein bisschen schneller als erlaubt. Klar, weil man halt zu zweit fährt, Motorrad, der eine so, wie ich gesagt habe, mit 16 Pubertät. Man will der Coole sein und da habe ich mich überschätzt und dann ist mein Hinterrad weggerutscht. Und dann bin ich so 3, 4, 5 Meter gerutscht. Was ist los da? Da ist mir nichts passiert, dem Motorrad, da ist die Fußraste ein bisschen gerutscht. Das war so eine ganz alte, eine CBR, dieses Fahrrad, wie es früher mal genannt wurde. Aber alles safe, da war nix. So, aber das war halt, da wäre ich da nicht drauf eingegangen, so schnell wie er gefahren ist, mitzuhalten, versuchen mitzuhalten, da wäre mir wahrscheinlich nichts passiert. Es ist eine Lehre gewesen, so einen Fehler macht man nicht nochmal. Danach habe ich mich auch nie wieder von anderen Leuten verleiten lassen, schneller zu fahren oder versuchen mitzuhalten, weil es bringt dir nichts, da passiert dir nur was am Ende. Das ist halt einer der häufigsten Fehler, dass du versuchst, mit anderen mitzuhalten. Besonders auf Strecken, die man nicht kennt. Und der zweite Unfall, ja gut, ja, da war stockender Verkehr und ich bin so 30 gefahren und auf einmal kam von rechts war eine Hofausfahrt, Einfahrt und da kam einer rückwärts raus und ich habe gebremst. Und als Anfänger, was machst du? Du ziehst die Kupplung und voll in die Vorderradbremse, aber volle Kanne. Und Motorrad hat kein ABS. Was passiert? Einmal schön vorne rüber. Einmal Stuntfahrer gemacht. Bis auf eine Schramme am Rücken ist mir auch nichts passiert und der Schock halt. Aber es war mir auch eine Lehre. So, und worauf wollte ich hinaus? Erstens, lasst euch nicht von anderen verleiten, schneller zu fahren oder versuchen mitzuhalten. Der Fähigkeitenunterschied ist ganz, ganz wichtig beim Motorradfahren. Und auch die Kenntnisse der Strecke. Fahrt ihr mit jemandem, der die Strecke richtig gut kennt, aber ihr kennt die Strecke nicht, dann ist klar, dass der da die Strecke schneller ballert, als ihr ballert. Und das ist auch so, dass dieses Verleiten ist auch immer in der Gruppe fahren. Es ist einfach entspannter, wenn man nicht mit so vielen Leuten fährt. Und selbst wenn ihr in der Gruppe fahrt, scheiß drauf, ob ihr vorne, hinten, Mitte, wo immer fahrt. Fahrt einfach so euer Ding. Klar, macht alles 100%ig korrekt. Und so, aber nicht, wenn die Gruppe jetzt bei einer 50er-Zone, da ballern 1/3, 2/3 der Gruppe mit 70 alle durch, dann macht das nicht auch. Sowas meine ich mit verleiten lassen. Fahrt einfach euer Ding. Weil wenn ihr schnell fahrt oder nicht, interessiert die Leute nicht. Ihr seid dann auch nicht cooler. Man denkt immer, man ist dann cooler. Auch mit 16 habe ich das auch gedacht. Wenn du da mit 16 auf dem Motorrad fährst, mit dem Helm, am besten noch dunkles Visier. Egal, selbst wenn man nicht schnell fährt, wenn man Motorrad fährt, ist man immer ein Stück cool, egal wie man aussieht. Aber ich finde das einfach wichtig auch mal zu erzählen. Und Leute, die das nicht interessiert, dann guckt das Video halt einfach ohne den Ton. Mir ist es einfach nur wichtig, so ein paar Sachen loszuwerden, ein paar Tipps zu geben. Auch wenn ich nicht der so erfahrenste Motorradfahrer bin. Ich fahre seitdem ich 16 bin. Ja, ich habe schon bald die 10 Jahre voll. Dann könnt ihr ungefähr einschätzen, wie alt ich bin. Und dann sollte man da auch von anderen Leuten, wenn die Fehler machen, das kann man ja auch für sich nutzen und davon lernen. Oder wenn andere Leute was gut machen, wenn man neu ist als Motorradfahrer, auch wenn man denkt, man weiß schon alles. Nein. Und ehrlich? Nee. Zum Beispiel, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, dachte ich, ich kann alles. Aber nein, Kurvenfahren, Junge. Ich war so shit im Kurvenfahren. Das wusste ich gar nicht. Da habe ich auch erstmal gemerkt, oh Scheiße. Da musst du noch einiges nachholen.
Und deswegen versucht einfach euch immer zu verbessern beim Motorradfahren. Auch vielleicht, wenn ihr fahrt, mal gucken, was ihr gut macht, was ihr schlecht macht. Auch ehrlich zu euch sein. Ich dachte auch lange Zeit, ich wäre mit der 125er, ich könnte gut Motorrad fahren, aber was ich nicht kann, was wirklich für mich schwerfällt, sind Linkskurven. Das ist einfach meine Schwäche, die Linkskurven. In Rechtskurven fühle ich mich super wohl, aber in Linkskurven, Alter, ist einfach nicht meins. Ich bin Rechtshänder, rechts ist meine gute Seite, deswegen kann ich Rechtskurven besser, weil es sich einfach besser anfühlt. Ich bin schon ein bisschen so erregt. Linkskurven fühle ich mich nicht so fit drinne. Also, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und denkt immer dran, ride safe, Jungs und Mädels.